Russen eine Organisation gegründet vor einigen Jahren, die Shanghai Cooperation Organization, die eben diese Länder einnimmt: China, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Und die beobachtenden Mitglieder sind Iran, Indien, Pakistan und Mongolei. Und grundsätzlich die Amerikaner, also die Chinesen und die Russen, wollen natürlich die Amerikaner aus Zentralasien fernhalten, also ganz klar. Und das wird dann also schon mit der Zeit zu Konflikten bringen. Ich nehme nicht an, dass da eine Division von Tanks einer anderen gegenübersteht und es zu einem solchen Krieg kommen wird. Aber die Chinesen, und die machen es natürlich durch die Nordkoreaner oder durch andere, unterstützen natürlich alle Elemente, die feindlich den Amerikanern sind in dieser Region. Und deshalb wird also der Afghanenkrieg lange, lange dauern. Es ist ein Fass ohne Boden, das sollte klar sein. Wenn es dann zu Krieg kommt, und ich nehme an, dass die Finanz- und Geldpolitik in Amerika also nicht erfolgreich sein wird, in dem Sinne, dass sich die Lebensstandards verbessern werden. Und mit der Zeit gibt es dann neue Probleme, mehr Inflation, und dann die Anzahl der Arbeitslosen wird kaum fallen, wie das auch der Fall war nach 2001. Und dann die letzte Station wird dann Kriegführung sein. Und dann in Kriegszeiten steigen dann die Rohstoffpreise sehr stark an. Das sind die napoleonischen Kriege, amerikanische Zivilkriege, Erster Weltkrieg, Vietnam und so weiter. Deshalb würde ich also immer noch die Anlagen in Rohstoffen befürworten. Nun, es gibt positive Punkte. Die Börse in den letzten 10 Jahren hatte einen negativen Total-Return. Und normalerweise, wenn das stattfindet, sind die nächsten 10 Jahre besser. Aber das besser will nicht heißen, dass die Erträge sehr hoch sein werden. Aber ich möchte noch diese Präsentation abschließen mit etwas, das mir am Herzen liegt. Und das ist das Folgende. Wenn Sie eine expansive Finanzpolitik und Geldpolitik betreiben, können Sie natürlich alles in die Höhe steigen lassen, nominal. Oder das ist eine Tabelle, die zeigt die Performance der mexikanischen Börse 1978 bis 1988. Also nominal im Peso, in der lokalen Währung, das können Sie überall in Südamerika verfolgen und können auch das Buch lesen, The Economics of Inflation bei Bresciano Turoni, der beschreibt die Weimarer Hyperinflation. Oder die Börse nominal ist gestiegen von einem Tief von 1000 hier auf 343.000, also über 340 Mal gestiegen. Und dann im 87 ist sie eingebrochen, aber wir haben dann immer noch eine Performance gehabt von 1000 auf 139.000. Also Tiefspunkt 79 hier auf Tiefspunkt 88. Plus 139 Mal. Aber dadurch, dass der Peso eingebrochen ist, oder, ist dann im Dollar die Performance nicht besonders gut gewesen. Nur von 40 hier auf 62, also 48 auf 62, also im Dollar ausgemessen ist er kaum gestiegen. Was passiert ist, in lokaler Währung ist alles gestiegen, aber die Währung ist zusammengebrochen. Und da beim Tiefspunkt sind wir dann also sehr tief gefallen, von 48 auf 5, real gemessen, also in einer ausländischen Währung gemessen. Der mexikanische Fonds, der natürlich von Fondsverwaltern verwaltet wird, der hat dann auch eine schlechtere Performance. Der ist gefallen, Ausgabepreis war 10, am Schluss war er bei 7, 10. Aber das ist, wenn Sie also Geld drucken, kann der Dow Jones auf 1 Million steigen, auf 5 Trillionen, was auch immer. Wir müssen nur das Beispiel von Mugabe anschauen. Aber natürlich fällt dann der Dollar, das ist also ganz klar. Und ich würde sagen, meiner Ansicht nach sollte man also immer noch etwas Rohstoffe haben und insbesondere also Edelmetalle, weil das können Sie also einfach nicht das Angebot wesentlich erhöhen. Die Goldproduktion ist relativ limitiert und ist gefallen in den letzten Jahren. Also ich würde annehmen, mit der Zeit wird der Dollar also ziemlich wertlos werden. In Asien hatten wir Anfangs März
Börsentiefe von 20 bis 30 Jahren. Korea war auf dem gleichen Niveau wie im Jahre 87 und Japan auf dem gleichen Niveau wie im 81. Und das ist natürlich, waren tiefe Bewertungen. Also dort sehe ich eigentlich ein relativ gutes Potenzial. Das sind so Anlageideen. Aber das also Short, das möchte ich noch erwähnen. Ich würde also langfristig à la Baisse spekulieren auf den Staatsanleihen in Amerika. Und abschließend möchte ich also immer noch das quotieren. Die Krise, die wir hatten und die Maßnahmen, die getroffen sind, haben also gar nichts gelöst. Also das muss ich betonen. Sie haben die Probleme verschoben. Aber die Ursachen zu beheben der Krise, das wurde also nicht gemacht. Und deshalb nehme ich an, dass das so die Vorspeise war zu einer wesentlich größeren Krise, vielleicht in 3 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 10 Jahren. Aber die nächste Krise ist dann nicht nur der Privatsektor, der pleite geht, sondern die ganze amerikanische Regierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.